Hast du dir schon mal diese eine unangenehme Frage gestellt? Warum produziert die moderne Welt so viel Reichtum wie nie zuvor in der Geschichte und trotzdem lebt die absolute Mehrheit in ständiger Angst, am Monatsende pleite zu sein? Warum wachst du jeden Morgen um 7 Uhr zum Weckerklingeln auf und opferst deine produktivsten Stunden, um die Träume von jemand anderem aufzubauen? Währenddessen schaffen es einige wenige, still und leise ihr Vermögen zu vermehren und einfach aus dem System auszusteigen. Ich verrate dir jetzt eine bittere Wahrheit. Eine, die man dir in der Schule nicht beibringt und die du in keiner Bankenwerbung hören wirst. Armut ist nicht einfach nur der Mangel an Geld. Armut ist oft ein erlerntes Verhalten. Viele der Finanzgewohnheiten, die die Mittelschicht für Erfolg hält, für die die Gesellschaft applaudiert und bei denen unsere Eltern sagen, das ist der richtige Weg, mach das so. Diese Gewohnheiten sind in Wirklichkeit nichts anderes als unsichtbare Ketten. Es sind Ketten, die uns abhängig vom System machen. Ein guter Uni-Abschluss, ein schicker Titel auf der Visitenkarte oder eine Wohnung im besten Viertel der Stadt. Nichts davon schützt dich vor dieser Realität. Ganz im Gegenteil. Die gebildete Mittelschicht ist das Lieblingsopfer des Finanzsystems. Denn das System ernährt sich von Menschen, die ohne zu hinterfragen gehorchen. Menschen, die sich auf ihr regelmäßiges Gehalt verlassen, Konsumschulden machen und reich aussehen, während sie eigentlich am Rande des Ruins leben. Ich bin Adam. Und hier enden die Finanzmärchen. Heute gebe ich dir keine 0815 Tipps wie leg einfach ein bisschen Geld zur Seite. Heute schreiben wir den fehlerhaften Code in deinem Kopf neu. Ich enthülle die 7 tödlichen Geldfallen, die dein potenzielles Vermögen heimlich auffressen und fast unmöglich zu erkennen sind. Am Ende dieses Videos wirst du die Konsequenzen deiner bisherigen Entscheidungen glasklar sehen und du wirst vor einer Wahl stehen, nimmst du die rote Pille und stellst dich der bitteren, aber befreienden Wahrheit der finanziellen Freiheit? Oder nimmst du die blaue Pille und rennst weiter im Hamsterrad des Gehaltschecks? Wenn du bereit bist, legen wir los. Wir beginnen mit der größten und teuersten Falle, die die Mittelschicht arm macht. Mangelndes Wissen über Investments. Unser Gehirn funktioniert nach einem seltsamen Paradox. Wenn wir ein neues Smartphone, einen Fernseher oder eine einfache Kaffeemaschine kaufen, investieren wir Stunden. Wir schauen YouTube-Reviews, wälzen Foren und vergleichen technische Daten. Warum? Weil wir das Maximum für unser Geld bekommen wollen. Aber wenden wir diese gleiche Sorgfalt auch an, wenn es um Hunderttausende von Euro geht? Um Entscheidungen, die unseren Ruhestand und die Zukunft unserer Kinder bestimmen? Die Antwort ist erschreckend. Nein, die meisten Menschen haben ihre finanzielle Zukunft auf Autopilot geschaltet. Du unterschreibst den Altersvorsorgeplan, den dir die Personalabteilung am ersten Arbeitstag vorlegt, fast blind. Warum? Weil das Durchlesen ja Stunden dauern würde. Wenn dein Bankberater dir ein angeblich sicheres Fondspaket andreht, ein toxisches Produkt voller hoher Verwaltungsgebühren und einer Rendite unter der Inflationsrate, sagst du auch noch brav Danke. Du hast keine Ahnung, was du da eigentlich kaufst. Sind es Unternehmensaktien, Staatsanleihen oder komplexe Derivate? Du beruhigst dich einfach nur mit dem Gefühl, ich tue ja was für mein Geld. Aber pass auf, der Preis für diese Unwissenheit ist viel höher, als du glaubst. Lass uns das mit einer mathematischen Simulation beweisen. Stell dir 2 Personen vor, Thomas und Markus. Beide arbeiten in der gleichen Firma. Beide können jeden Monat 500 Euro zur Seite legen. Thomas sagt, ich verstehe nichts von Finanzen. Er steckt sein Geld in einen teuren Fonds mit mickriger Rendite, den ihm seine Bank empfohlen hat. Markus dagegen bildet sich finanziell weiter. Er investiert nur ein paar Stunden, um den Markt zu verstehen. Dann steckt er sein Geld in kostengünstige ETFs mit historisch guter Rendite. 40 Jahre vergehen. Beide gehen in Rente. Thomas schaut auf sein Konto und sieht etwa 700.000 Euro. Er denkt sich, gar nicht so übel. Aber dann wirft er einen Blick auf Markus' Konto. Und weißt du, was da liegt? Über 1,7 Millionen Euro. Der Unterschied beträgt glatt 1 Million Euro. Thomas hat dieses Geld nicht verloren. Es wurde ihm nicht gestohlen und er hat es auch nicht verspielt. Er hat diese Summe den ineffizienten Zahnrädern des Systems und den Bankprovisionen geschenkt, nur weil er es nicht besser wusste. Nur weil er keine Lust hatte, am Anfang ein paar Stunden zu lernen. Das Sprichwort Unwissenheit ist ein Segen ist in der Finanzwelt eine Katastrophe.
Unwissenheit beim Investieren ist die höchste Steuer, die du je zahlen wirst. Das Problem ist nicht nur die falsche Fondsauswahl, Unwissenheit macht dich wehrlos gegen die Haie am Markt. Wenn du keine finanzielle Bildung hast, wirst du in einer Krise panisch. Sobald die Börse crasht, verkaufst du alles mit Verlust. Wer aber die historischen Daten kennt, weiß, Kursstürze sind Schlussverkaufszeiten, da wird nachgekauft. Deine Angst schreit, verkaufen, aber das Wissen sagt, warte ab und sammle ein. Die Mittelschicht ist bereit, 40 Stunden die Woche zu schuften, um Geld zu verdienen, aber sie investiert keine einzige Stunde pro Woche, um zu lernen, wie man dieses Geld verwaltet. Das ist so, als würdest du schwitzen und schuften, um einen Eimer mit Wasser zu füllen, dich aber weigern, die Löcher im Boden zu flicken. Die Investmentwelt wird absichtlich kompliziert dargestellt, um Angst zu machen. Das ist eine Barriere der Finanzindustrie, damit du von ihr abhängig bleibst. Aber die Wahrheit ist, eine erfolgreiche Strategie ist so simpel, dass sie jeder verstehen kann. Komplexität dient nur dazu, Gewinnmargen zu verstecken. Einfachheit schafft Vermögen. Niemandem liegt deine Zukunft mehr am Herzen als dir selbst. Die zweite Falle zielt genau auf den schwächsten Punkt des menschlichen Egos, den Irrglauben, schlauer zu sein als alle anderen. Wir nennen diese Falle Market Timing und aktives Trading. Fast jeder, der neu in die Investmentwelt eintritt, erlebt denselben gefährlichen Anfall von Selbstüberschätzung. Man sieht, wie die Märkte schwanken und denkt sich, das ist doch kinderleicht, ich kaufe, wenn der Kurs fällt und verkaufe, wenn er steigt. So mache ich ständig Gewinn. In der Theorie klingt das perfekt. In der Praxis ist es finanzieller Selbstmord. Diese Denkweise verwandelt Investieren von einem Strategiespiel in einen Roulette-Tisch im Casino. Und vergiss nie, im Casino gewinnt am Ende immer die Bank. Das Problem ist, wer versucht, den Markt zu timen, behauptet im Grunde, die Zukunft zu kennen. Selbst riesige Fonds, die mit Algorithmen im Wert von Milliarden arbeiten, schaffen es nicht, den Markt dauerhaft zu schlagen. Zu glauben, dass du sie besiegen kannst, indem du nach Feierabend kurz auf deine Handycharts guckst, ist einfach nur teure Arroganz. Die Daten sind gnadenlos. Die meisten aktiven Trader verdienen langfristig weniger als passive Investoren, die ihr Geld einfach in einem Indexfonds vergessen. Warum? Weil sie die besten Tage des Marktes verpassen. Lass uns das an einem konkreten Beispiel festmachen. Hättest du dein Geld in den letzten 20 Jahren an der Börse liegen lassen und nie angefasst, hättest du eine ordentliche Rendite erzielt. Aber was, wenn du aus Angst vor einer Krise verkauft hättest und erst später, als sich die Lage angeblich beruhigt hat, wieder eingestiegen wärst? Wenn du dabei nur die 10 besten Börsentage verpasst hättest, wäre deine Gesamtrendite um die Hälfte geschrumpft. Ja, richtig gehört, nur 10 verpasste Tage in 20 Jahren können dein Vermögen halbieren. Wer Market Timing betreibt, verkauft meist aus Angst am Tiefpunkt und kauft aus Gier am Höchststand. Emotionen sind der größte Feind des Geldes. Noch schlimmer, diese Kaufen-Verkaufen-Krankheit wird zur Sucht. Bei jedem kleinen Gewinn schüttet dein Gehirn Dopamin aus und du fühlst dich wie ein Finanzgenie. Wenn du verlierst, suchst du Ausreden. Währenddessen fressen Gebühren und Steuern dein Kapital still und leise auf. Reiche versuchen nicht, den Markt vorherzusagen. Sie glauben an die Macht von Time in the Market, also an die Zeit, die man im Markt bleibt. Sie wissen, der Zauberstab des Zinseszinses wirkt nur bei denen, die geduldig sind. Investieren sollte nicht aufregend sein. Wenn dein Herz beim Investieren schneller schlägt, spielst du wahrscheinlich Glücksspiel. Echtes Investieren ist stinklangweilig. Es ist, als würde man Farbe beim Trocknen zusehen. Und genau diese Langeweile ist es, die dich reich machen wird. Die nächste Falle reißt das größte Loch in deinen Geldbeutel, aber du nennst es wahrscheinlich einfach nur Schicksal. Es geht um die Flucht vor der Steuerplanung. Für die Mittelschicht sind Steuern wie das Wetter. Es regnet und du wirst nass. Da kann man nichts machen. Der Staat bekommt, was er verlangt. Das ist eine tödliche Passivität. Für Reiche dagegen sind Steuern ein Schachspiel mit festen Regeln. Und wer dieses Spiel nicht lernt, wirft jedes Jahr Tausende von Euro direkt in den Müll. Versteh eines ganz genau. Die größte Ausgabe in deinem Leben ist nicht dein Haus oder dein Auto. Es sind die Steuern, die du an den Staat zahlst. Einkommensteuer, Mehrwertsteuer, Grundsteuer. Wenn du alles zusammenrechnest, fließt fast die Hälfte von jedem Euro, den du verdienst, direkt zurück ins System, bevor du ihn überhaupt richtig genießen kannst. Menschen wechseln ihren Handyanbieter, um 5 Euro im Monat zu sparen.
Aber sie rühren keinen Finger, um Steuervorteile im Wert von Tausenden zu nutzen. Das ist keine Steuerhinterziehung, das ist Steuervermeidung. Das eine ist eine Straftat, das andere ist finanzielle Intelligenz. Staaten bieten legale Anreize, um die Wirtschaft zu lenken. Aber die Mittelschicht sagt nur, ach, das ist mir zu kompliziert, und schlägt die Akte wieder zu. Ein einfaches Beispiel: Als normaler Angestellter wirst du sofort und am höchsten besteuert. Bevor dein Gehalt überhaupt auf dem Konto landet, nimmt sich der Staat seinen Teil. Du gibst nur aus, was übrig bleibt. Ein Unternehmer oder Investor dagegen verdient sein Geld, bezahlt zuerst seine Ausgaben und versteuert erst den Gewinn, der übrig bleibt. Das schafft eine mathematische Kluft beim Vermögensaufbau. Unwissenheit bei Steuern vernichtet auch deine Investmentrenditen. Wenn du das falsche Depot oder die falsche Anlageform wählst, verlierst du massiv Nettorendite. Durch den Zinseszinseffekt entspricht dieser Verlust über 20 Jahre dem Wert eines ganzen Hauses. Während Reiche mit ihren Steuerberatern essen gehen, zittert die Mittelschicht vor jedem Brief vom Finanzamt. Der Unterschied liegt nur darin, das System verstehen zu wollen. Vergiss nicht, dein Bruttogehalt ist dein Ego, dein Nettogehalt ist deine Realität. Und Reichtum misst sich daran, was in deiner Tasche bleibt, nachdem der Staat abkassiert hat. Die vierte Falle ist nicht finanziell, sondern rein psychologisch. Und vielleicht ist sie am schwersten zu überwinden: die Lähmung vor Veränderung. Das menschliche Gehirn ist biologisch auf das Überleben programmiert, nicht auf das Reichwerden. Deshalb fühlt sich die bekannte Hölle für unser Gehirn sicherer an als der unbekannte Himmel. Diese evolutionäre Macke wird in der modernen Welt zur finanziellen Katastrophe. Unsere Angst, das zu verlieren, was wir haben, ist doppelt so stark wie der Wunsch, mehr zu gewinnen. Wie macht dich diese Angst arm? Ganz einfach: Du arbeitest seit Jahren in derselben Firma. Du weißt, dass dein Gehalt unter dem Marktdurchschnitt liegt. Du siehst, dass du für deine Leistung nicht fair bezahlt wirst, aber du bleibst sitzen. Du sagst, ich will meine Ordnung nicht stören, oder was, wenn der neue Job schlimmer ist? Du belügst dich selbst mit Worten wie Loyalität oder Stabilität. Aber das ist keine Loyalität, das ist Trägheit. Schauen wir auf die Mathematik. Wenn du für ein niedrigeres Gehalt arbeitest, als der Markt zahlen würde, stiehlst du jedes Jahr Tausende von Euro von dir selbst. Hochgerechnet auf 10 Jahre und inklusive Zinseszins ist der Verlust gigantisch. Das ist nicht nur weniger verdienen, das bedeutet, deine zukünftige Freiheit deinen heutigen Ängsten zu opfern. Das Gleiche gilt für deine Wohnsituation. Du wohnst in einer Wohnung, deren Miete dein Budget auffrisst und dir kein Sparen erlaubt. Aber du bleibst, weil Umziehen ja so anstrengend ist. Während die Inflation dein Geld entwertet, gehst du unter, nur weil du dich nicht bewegst. Du kennst das Experiment mit dem Frosch. Wirfst du ihn in kochendes Wasser, springt er sofort raus und entkommt. Aber setzt du ihn in lauwarmes Wasser und erhitzt es langsam, bemerkt er die Gefahr nicht und wird bei lebendigem Leib gekocht. Die Mittelschicht sitzt genau in diesem langsam erhitzten Wasser. Jedes Jahr, in dem deine Gehaltserhöhung unter der Inflationsrate liegt und du nichts sagst, kommst du dem finanziellen Tod einen Schritt näher. Reich zu werden erfordert Unbequemlichkeit. Die Komfortzone ist der Ort, an dem Träume sterben. Nichtstun ist eine Entscheidung. Und meistens ist es die teuerste Entscheidung von allen. Die 5. Falle hat mit einer der größten Lügen zu tun, die die Gesellschaft dir beibringt. Schulden sind böse und Miete ist Freiheit. Wir nennen diese Falle die systematische Flucht vor Eigentum. Versteh mich nicht falsch, ich sage hier nicht, los, kauf dir sofort irgendein Haus. Ein Haus zur falschen Zeit zum falschen Preis kann ein finanzielles Grab sein, aber der Fehler der Mittelschicht ist nicht, dass sie nachgerechnet haben und deshalb mieten. Der Fehler ist, dass sie aus Angst und Vorurteilen komplett aus dem Eigentumsspiel aussteigen. Menschen fühlen sich frei, wenn sie Miete zahlen, aber die Realität ist, die Rendite deiner Miete liegt bei 0. Finanziell gesehen ist Miete so, als würdest du 100% Zinsen zahlen. Dein Geld wandert in die Tasche eines anderen und du siehst es nie wieder. Aber wenn du Eigentümer bist, selbst mit einem Kredit, geht zwar ein Teil an die Zinsen, aber ein wichtiger Teil fließt in die Tilgung, also direkt in den Wert des Hauses. Das Geld geht also aus der einen Hosentasche raus und in deine andere wieder rein. Das nennt man Zwangssparen. Ohne es zu merken, baust du ein Vermögen auf, einfach nur indem du in deinem Haus wohnst. Noch wichtiger,
Immobilien sind der stärkste Schutzschild gegen Inflation. Stell dir vor, du hast einen Kredit mit langer Zinsbindung. Im ersten Jahr kommt dir die monatliche Rate vielleicht hoch vor, aber nach 10 Jahren, dank Inflation und Gehaltserhöhungen, fühlt sich diese Rate nur noch an wie ein Wocheneinkauf im Supermarkt. Deine Schulden schmelzen real dahin, während der Wert deines Hauses mit der Inflation steigt. Die Mittelschicht hat Angst vor dem Wort Schulden. Reiche lieben Schulden, aber welche? Die guten Schulden. Schlechte Schulden machst du, wenn du fremdes Geld für Dinge ausgibst, die an Wert verlieren. Gute Schulden sind, wenn du das Geld der Bank nutzt, um etwas zu kaufen, das im Wert steigt oder dir einen Cashflow einbringt. Das nennt man den Hebeleffekt. Das ist das Geheimnis der Reichen. Solange du Mieter bist, bist du nur Zuschauer. Und Zuschauer entscheiden niemals, wie das Spiel ausgeht. Wenn du Vermögen aufbauen willst, musst du irgendwann auf die Seite der Besitzer wechseln. Sei kein Konsument, sei ein Eigentümer. Die 6. Falle ist die größte Ironie von allen. Weil du vor dem Risiko wegrennst, landest du direkt in den Armen der größten Gefahr. In der Mentalität der Mittelschicht ist Sicherheit heilig. Geld an der Börse anlegen, das wirkt zu gefährlich. Ein eigenes Business starten, viel zu riskant. Aber was ist denn dann sicher? Das Geld auf einem zinslosen Konto oder unter dem Kopfkissen zu bunkern? Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Das ist keine Sicherheit. Das ist finanzieller Selbstmord in Zeitlupe. Wir nennen das Kaufkraftrisiko. Wenn dein Geld auf einem angeblich sicheren Konto liegt, aber die Inflation hoch ist, dann verliert dein Geld ganz sicher an Wert. Stell dir vor, Nagetiere würden jedes Jahr kleine Stücke von deinem Geld in der Tasche abknabbern. 10 Jahre lang glaubst du, du wärst kein Risiko eingegangen, aber am Ende hat dein Geld nur noch die halbe Kaufkraft. Nichts zu tun bedeutet eigentlich, sich freiwillig für den Verlust zu entscheiden. Die Mittelschicht verwechselt Preisschwankungen mit Risiko. Ja, die Börse ist wellig. Heute geht es runter, morgen rauf, aber historisch gesehen geht sie langfristig immer nach oben. Bargeld dagegen ist stabil, es schwankt nicht. Aber langfristig geht sein Wert garantiert nach unten. Reiche wissen eines ganz genau. Intelligentes Risiko ist nicht dasselbe wie Glücksspiel. Glücksspiel überlässt das Ergebnis dem Zufall. Intelligentes Risiko bedeutet mathematisch, der mögliche Gewinn ist größer als der mögliche Verlust. Wenn du jung bist, noch viele Jahre vor dir hast und trotzdem sagst, ich kann mein Geld nicht riskieren und alles auf dem Sparbuch lässt, dann gehst du das größte Risiko überhaupt ein. Das Risiko, im Alter arm zu sein. Schiffe sind im Hafen sicher, das stimmt. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Ein Schiff, das nur im Hafen liegt, verrottet von unten. Dein Kapital ist dieses Schiff. Solange du es nicht auf die offene See steuerst, wird dieses Schiff niemals die Schatzinsel erreichen. Es wird einfach nur an Ort und Stelle verrosten. Und da sind wir bei der letzten Falle. Es ist die tückische Angewohnheit, die dich arm bleiben lässt, egal wie viel Geld du verdienst. Die Lifestyle-Inflation und die „Das habe ich mir verdient" Lüge. Du steigst in deiner Karriere auf, du bekommst eine Gehaltserhöhung. Fantastisch. Aber was ist deine erste Reaktion? Ich habe so hart gearbeitet, ich hatte so viel Stress, jetzt habe ich mir ein besseres Auto verdient. Oder meine Freunde machen Luxusurlaub, das muss ich auch machen. Genau in diesem Moment unterschreibst du das Todesurteil für deine finanzielle Freiheit. Wenn dein Einkommen steigt und du deine Ausgaben im gleichen Maße erhöhst, dreht sich das Hamsterrad nur schneller. Du rennst schneller, du wirst müder, aber die Aussicht ändert sich nie. Am Monatsende zeigt der Kontostand wieder exakt 0. In der Psychologie nennt man das die hedonistische Tretmühle. Der Mensch gewöhnt sich extrem schnell an neuen Luxus. Das teure Auto, das dich beim Kauf so glücklich gemacht hat, verwandelt sich nach 3 Monaten in einen gewöhnlichen Blechhaufen, der dich bloß zur Arbeit bringt. Dein Glücksgefühl sinkt wieder auf Normalniveau. Aber die monatliche Rate für das Auto nagt jahrelang weiter an deinem Geldbeutel. Die Kosten dieser Falle sind nicht nur das ausgegebene Geld, es sind die Opportunitätskosten. Das zusätzliche Geld, das du für den Luxusschlitten zahlst, hätte sich mit dem richtigen Investment in 30 Jahren in ein Vermögen verwandeln können. Frag dich selbst, ist das Luxusauto, das ich heute fahre, wertvoller als eine $500.000 in meiner Zukunft? Ist das Abendessen im teuren Restaurant wichtiger, als 10 Jahre früher in Rente zu gehen? Wahrer Reichtum ist der Teil deines Einkommens, den du nicht ausgibst. Er ist unsichtbar. Reichtum ist das Auto, das du nicht gekauft hast. Der teure Urlaub, den du nicht gebucht hast.
Denn dieses nicht ausgegebene Geld wird zu Kapital und fängt an, für dich zu arbeiten. Wenn du die Wahl hast zwischen reich aussehen und reich sein, die Mittelschicht wählt immer das Aussehen, du wählst das Sein. Diese 7 Fallen, die ich dir gezeigt habe, sind unsichtbare Mauern. Das System hat sie gebaut, um dich gefangen zu halten. Vielleicht hat es beim Zuschauen wehgetan. Vielleicht hast du gedacht, verdammt, genau diesen Fehler mache ich auch. Das ist gut, denn Schmerz ist der Ort, an dem Veränderung beginnt. Du stehst jetzt an einem Scheideweg. Entweder du schließt dieses Video, kehrst in dein altes Leben zurück, kaufst die mittelmäßigen Fonds seines Bankberaters, hast Angst vor Steuern und verkonsumierst jeden Cent für Luxus, während du dich fragst, warum du nicht reich wirst? Oder du triffst heute eine Entscheidung. Du lernst, wie man investiert. Anstatt Angst vor dem Risiko zu haben, lernst du, es zu managen. Während dein Einkommen steigt, hältst du deinen Lebensstandard konstant und kaufst dir mit der Differenz deine Freiheit. Um reich zu werden, musst du kein Genie sein. Du musst nicht im Lotto gewinnen und du musst nicht aus einer reichen Familie kommen. Es reicht völlig aus, die Fehler zu vermeiden, die die Mehrheit macht. Sich von der Herde zu trennen, macht Angst. Aber das grünste Gras wächst dort, wo die Herde nicht hintrampelt. Schreib mir ehrlich in die Kommentare, welche dieser Fallen dein größter Feind ist. Mach den ersten Schritt, indem du es zugibst. Ich bin Adam. Das hier ist Adam investiert. Und wir verdienen hier nicht nur Geld, wir bauen unsere Zukunft. Abonniere den Kanal und starte deine Reise. Wir sehen uns.